Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Wir sind an der HP2 vom Jörg. Wer die Videos mitverfolgt, das ist mein größter Jünger. Das ist gut. Okay, der Jörg nimmt das Moped ziemlich her. Das ist eine 2005er HP2 Enduro. Die habe ich gekauft 2009. Das ist ein Motorrad, das kommt aus dem Hechlinger Fuhrpark. Damals war ja die HP2 auch in Hechlingen verfügbar für Enduro-Trainings. Leider nicht viele Motorräder, aber es war eins aus dem Bestand von Hechlingen. Somit war die Laufleistung relativ gering. Das Motorrad ist dann natürlich, wie es mit den ganzen Hechlinger Motorrädern geschieht, direkt an einen Händler gegangen. Das war dann die BMW-Niederlassung in Dresden. Und ich habe das große Glück gehabt und konnte die HP2 kaufen zum relativ fairen Preis damals. Also nicht so, wie das heute gehandelt wird, sondern ich habe da glaube ich 13.900 € bezahlt für ein Motorrad, das hat 1400 Kilometer drauf gehabt. Ein paar Kratzer, die üblichen Spuren, wer Hechlinge kennt, weiß, die legt man gerne auf, Ventildeckel ein bisschen verkratzt und da ein bisschen Kratzer dran. Aber technisch einwandfrei. Jo. Was ist das? Das ist 1000er, 1200er? Das ist ein 1200 Kubikmotor, identisch mit der alten GS von damals. Genau, noch ein luftgekühlter Motor, hat 105 PS. Auf dem Prüfstand denke ich mal, hat sie ein klein bisschen mehr. Wir haben ein bisschen was gemacht. Ich habe auch komplett die Rennauspuffanlage drauf und Akrapovic, die Titananlage, die es damals gab. Leider gibt es sie heute nicht mehr. Aber wie gesagt, vor 15 Jahren war das alles kein Thema. Da gab es noch ein bisschen Ersatzteile. Man darf nicht vergessen, es wurden weniger als 3000 Stück von dem Motorrad gebaut. Und die wird nicht geschont, gell? Also die wird richtig hergenommen. Wie gesagt, Manuel und Simo damals angefangen haben, die ersten Finnland-Touren zu machen, Russland-Touren zu machen, wo ich das gelesen habe. So kam ich eigentlich auch in Kontakt zu Manu. Da habe ich gesagt, da muss ich dabei sein. Weil ich bin ein absoluter Simo Kirsi-Fan. Simo ist Gottvater von der HP2 und da das für mich mein Traummotorrad immer noch ist und es gibt wahrscheinlich so schnell kein anderes für mich als Traummotorrad, obwohl es schon so alt ist, habe ich da teilnehmen müssen. Und ich war da so fasziniert davon. Ich habe den Simon schon lange verfolgt, immer die ganzen Filme von damals, Erzberg und sowas, und Pikes Peak Rennen. Und dann später, wo er European Cross Country Europameister wurde, einfach geiler Typ, nahbar und sowas. Und tatsächlich, der Typ kommt mit dem Transporter hergefahren, holt das Ding bei mir ab zu Hause. Da war ich natürlich hin und weg. Und so ging die Reise halt los. Die ersten paar Touren haben wir nur Finnland gemacht. Ich sage nur, also das war schon recht tough damals. Und da hat sie natürlich ein paar Kampfspuren auch mitbekommen. Wir haben mittlerweile relativ viel auch gemacht, modifiziert, repariert. Also richtig Offroad? Richtig, knallhart Offroad, also richtig durch den Schlamm, die ist ja im Schlamm drin gelegen, komplett abgesoffen gewesen im Schlammloch und sowas. Da haben wir gerade vorhin schon an der Kupplung irgendwelche Sandrückstände schon rausgeholt. Ja, also die hat viel mitgemacht, aber muss sagen, für das, was wir da gemacht haben im Moped bisher, top in Schuss alle. Also wir haben vorhin gesehen, die Spiel, was normalerweise da sind, kein Kartanwähler oder so Zeug, gar nichts. Absolut nichts. Gut, die Lager waren jetzt kaputt, das ist klar. Irgendwann kommt das einmal. Die Dichtungsgummis sind auch alle im Arsch gewesen. Ja. Schwingellager haben wir auch erneuert, das war komplett kaputt. Aber warum ist jetzt da wegen der Kupplung? Ja? Oder? Der Hauptpunkt, genau. Die Kupplung ging auf der Bosnien-Rallye kaputt. Und zwar haben wir da recht tiefe Wasserdurchfahrt gemacht, durch eiskaltes Wasser. Da war es relativ heiß und das war schon spät am Nachmittag, nachdem wir meinen Rahmen geschweißt haben. Und ich pfeife da durch das Wasser, fahre hinten raus, will wieder Stoff geben, das Ding geht nicht vorwärts. Ich Scheiße, was ist jetzt los? Hast du verschalten, runtergeschalten, probiert, nix. Nur ganz langsam gezogen. Ja, und bei der Wasserdurchfahrt wahrscheinlich haben wir die Kupplung zerstört. Ja, und die haben wir dann wirklich richtig zerstört, weil so sieht das Teil jetzt aus. Da ist also gar nichts mehr drauf. Ich bin nur noch auf den Nieten gefahren. Aber war die so drin oder ist das jetzt vom Rausbauen runtergegangen? Nein, die war echt so drin. Das ist der Rest, was übrig war. Das ist ja geil. Also alles runtergearbeitet. Überall sind die Reste drin gelegen im Gehäuse. Jo, und das nach 25.000 oder 28.000 Kilometer. Ja, jetzt haben wir aber eine richtige drin, eine gute Sinterkupplung. Ja, Manu hat zwar gesagt, die 40 Scheiße, aber die geht nie mehr kaputt. Also, und da ich Scheiße fahren, wir denken, wir bauen sie mir ein. Liegt da nah, oder? Ich will die Kupplung nicht anlangen, weil ich so dreckige Hände habe. So, ich darf die alte anlangen, ne? Die habt ihr schon gezeigt. Ne? Und so sehen die neuen aus.
von Sachs, Schweinfurt. Ne? Natürlich Sinter. Da fehlt doch die Hälfte, oder? Genau. Ja, die Hälfte Wenn haben sie mal weggelassen. hochkant, da sieht man vielleicht einen Unterschied, Willi, wie dick die eigentlich ist. Also da ist der komplette Belag runter und da ist noch alles voll drauf. Und dann noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich darf jetzt meine Mutti grüßen. Ich grüße meine Mama und meinen Papa ganz herzlich. Doch ein wenig Werbung in eigener Sache. Wir haben ein bisschen, muss ich auch so einen Bauch haben, bitte? Ah, jetzt zieht er aber ein. Schneid es mal raus. Den auf den halben Nackt rum. Wir haben ein bisschen was für die 4 Ventile auch im Programm, so wie die Kupplung. Und diese Gummiteile, die sind, ihr spürt es nicht, aber die sind total zäh. Beide. Und die haben wir als Nachproduktion in smooth und weich. Ein weiteres Extra an meiner HP2 ist der Hecktank vom, wie heißt der, Markus? Markus aus Garmisch, genau. Genau. Hat eine zusätzliche Kapazität von 7 Litern. Ist direkt hier unterm Heck eingebaut. Also sehen wir noch ein Originales, so sieht das Ding aus. Und so ist am eingebauten Zustand. Richtig tolle Sache, weil es absolut gewichtsneutral ist und wirklich das kleinste Räumle ausgeschöpft ist, was man halt dazu braucht. Der Fußrasten, die hinteren und den Träger, den Steg, den habe ich auch von Markus damals gekauft. Das Ganze ist verbunden mit dem Haupttank. Und wenn wir da mal rüber gehen, also wirklich eine ganz geniale kleine Geschichte, was er da gebaut hat. Hier ist die zusätzliche Pumpe. Ihr seht, hier der Haupttank, rüber zum Zusatztank, da geht es zum Zusatztank rein. Dann habe ich hier einen Schalter, der hat ein Relais drin. Wenn ich länger wie 30 Sekunden drauf bleibe, läuft die ganze Brühe von hinten nach vorne rein. Aber wenn du jetzt tankst an der Tankstelle, musst du nur vorne tanken oder vorne und hinten? Vorne und hinten. Also ich muss auf beide Seiten tanken. Ja, das ist halt ein bisschen umständlich bei der HP2, weil die Sitzbank selber ist ja geschraubt hinten, die ist ja nicht geklickt. Du musst den jetzt mal aufmachen. Aber wenn du ganz genau weißt, du fährst halt Tagesetappen bis 200 Kilometer, das kannst du mit dem Haupttank fahren. Und dann, wenn du wirklich Kilometer auf der Autobahn bolzt, machst du einmal voll. Und die meisten Leute halten je nach 2 Stunden an oder 1,5. Ich glaube, der Markus hat sogar mal gesagt, die haben eine Sitzbank irgendwie gemacht, wo sie durch. Genau. Der hat sogar eine gemacht, wo oben einen Deckel drin hat, da konnte er direkt reintanken, aber so weit wollte er gar nicht gehen. Es war, wie gesagt, nur damals für die Reise gedacht, wenn man längere Strecken fährt, dass man auch die Kilometer mit runterblasen kann. Also so hat sie die gleiche Füllmenge, wie der GS damals gehabt hat. Vorne 11, daheim 7, dann sind wir bei 18 Liter, also optimal. Ja, das kommt drauf an, wie der fährt und mit. Und wo man fährt. Und wo man fährt, genau. In Russland nicht weit. Ja, also um ehrlich zu sein, mit dem Haupttank, wenn wir 2 unterwegs sind mit dem Simo, 150 Kilometer, dann ist er leer. 160 vielleicht. Ja. Wenn du gemütlich fährst, 200, 220 und dann der hintere noch dazu, kommst du auf 330, 350 Kilometer. Das ist gut. Ja, aber das ist eigentlich normale Motorradrange. Ein weiteres Extra noch sind dann immer die originalen Räder drauf. Die waren ein bisschen anders, die waren so golden eloxiert oder was? Genau. Konventionell gespeichert. Konventionell gespeichert, das sind damals die allerersten Rennfelgen gewesen, die Kumpels auf der Rennserie drauf gehabt haben, die Bear Success. Die konnten wir damals über HPN beziehen. Ich habe wirklich Glück gehabt, ich habe das allerletzte Paar damals gekriegt, was der Pepper da noch auf Lager gehabt hat. Jo, und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Und die sind nämlich auch eingetragen und das ist ganz schwer. Ja, machen wir weiter. Geil. Also Gell? So mal zu starten, ne? Ja. Wenn sie ausgeht, funktioniert es gerade die Kupplung. Da können wir zum Bauhof nachher fahren. Ha? Weißt du, was der Bauhof ist? Bauhof.
Nee. Hab ich auch gesagt. Ich habe einen vollen Anschiss gekriegt in Stalingrad. Wolgograd. Stalingrad. Was ist denn der Bahnhof? Der Bahnhof. Der Bahnhof! Ja, Bahnhof, ja. Der Bahnhof ist der Bahnhof. das ist da unten bei Neckarsulm, da haben sie das Sprechen verlernt. So, ich denke mal. Weißt du? Und ich habe immer gedacht, die haben Erzbercher, haben alle Nachhilfe im Kopf, ne? Weißt du, nachts raus, Vollgas. So, das Moped läuft jetzt wieder. Wir sind nett zu unseren Nachbarn, draußen ist dunkel, machen heute keine Probefahrt mehr. Nein. Habt ihr ja gehört, ist ein bisschen laut. Ja, aber laut Jetzt ist die aber- Sinterkupplung drin. Jo. Saugeil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked uns auf Instagram, Facebook, Tinder, YouTube oder sonst wo. Da unten an der Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt die Glocke, liked uns auf Instagram, Facebook, Tinder und wo noch? Wo auch sonst? Wo auch sonst. OnlyFans hast du vergessen. Kenn ich nicht. Kenne ich auch nicht. Ihr seid so alt. Und YouTube natürlich. Selbstverständlich. Okay. Voll doof, oder? Ja, passt. Lass das halt nochmal, vielleicht schafft das Ja. Einmal noch? dann. Okay, jetzt kann er den Abspann sagen. Ja, wie heißt der Abspann? Kannst du es nicht auswendig? 150 Mal haben wir das statt. Ja, im Drehbuch. Ich weiß nicht, was der mal sagt. Echt nicht? Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht die Glocke an, liked uns Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Wenn euch das Video gefallen hat. Das kriegst du hin. Okay. Ich glaube nicht. Und auf die Glocke.